Hallo und liebe Grüße nach Hause. Das ist Ute und ich bin Björn. Wir haben uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, um die Welt zu reisen, auch wenn man nicht viel Geld verdient und zudem noch mit einigen körperlichen Einschränkungen zu kämpfen hat? Da wir zu stur waren für ein Nein, wurden Gleise zu Weichen und Türen öffneten sich. Im Mai 2019 brachen wir auf, um für mindestens ein Jahr um die Welt zu reisen, runter vom Gleisbett, querfeldein. Jetzt sind wir schon fast 4 Jahre in selbst ausgebauten Vans und mit dem Rucksack unterwegs und ein Ende ist absolut nicht in Sicht. Ganz nebenbei entdecken wir neue Freunde, Tiere, Kulturen, Essen, Pflanzen und Perspektiven. Wir staunen, fragen und versuchen zu verstehen, aber wir verzweifeln auch, wir schämen uns, sind begeistert, erschöpft, wir lieben, wir sind zu Tränen gerührt, nehmen Abschied und sind wieder auf dem Weg. Wie lange noch? Naja, nur noch um die nächste Ecke. Wo bist du denn da? Im Bett. Im Bett. Man kriegt hier auf der Fähre ein Bett. Also 3 Stunden Fähre, ein Bett. Eine riesige, eine Sporthalle voller Betten. Ja. Am nächsten Morgen verlassen wir das schreckliche Hotel in Tagbilaran, streicheln den Hund des Hotels und gehen zum Rollerverleiher. Zeig mal, Uwe, was haben wir denn gemacht? Ich bin so doof zu laufen. Ute mag es nicht, auf das Rasenstraße zu laufen. Philippinen, immer schönes Wetter. Nasse Katze. Nasse Katze.
schon lange mal wissen, wo Zeitungen herkommt? Dachtet ihr, wir machen die? Nein, das ist ein ganz natürliches Produkt. Zeitungen wachsen an Bäumen. Da werden eure Nachrichten gezüchtet. So ist das nämlich in Wirklichkeit, was euch keiner erzählt. Der Nachrichtenbaum, glaube ich. Zeitungsbaum. Ein Riesenbaum. Bis ganz oben. Investigativer Journalismus, der aufdeckt, dass investigativer Journalismus eigentlich an Bäumen wächst. Deswegen ist er so schwer. Was ist der Wahrheit? Eine schwedische Waffel. Wie cool ist das denn? Und Ich weiß nicht, dass es mit meiner Schlafwanne passiert ist, aber die ist sehr fest. genau. Und Und es gibt Krabbenbrot. es gibt Krabbenbrot. Wir sind in Schweden gelandet. Mitten im Bohol. Und mit Ausblick. Also alles Interieur, alles super. Nur die Spinnen sind ein bisschen groß. Ansonsten ist alles gut. Wir sind gestresst. Ja. Was ist passiert? Wir haben 2 Tage vor Flugabflug eine Fähre gebucht, die fährt 4 Stunden. Da stand schon an der Tür, am 18. fällt die Fähre aus. Dann haben wir gesagt, fällt die am 19. denn auch aus? Nein, die fällt nicht aus. Ganz sicher. Ja, ja. Warum fällt die am 18. aus? Wegen Wetterbedingungen. Ihr wisst jetzt schon 5 Tage vorher, dass da Wetterbedingungen sind. Das muss ja krasses Wetter sein. Ja, ich weiß auch nicht. Jetzt kommen wir heute hier an. Wirklich alle abgegeben, eine halbe Stunde vorher. Genau, um 12 soll sie fahren. Wir waren irgendwie 11:30 dann Richtung Fähre. Da haben sie heute Morgen beschlossen, die Fähre fährt nicht. Ja.
Und stehen wir da am Pier mit allem und Und ihr denken, müsst euch vorstellen, die Fähre kostet so 300 oder sowas, 370. Und ihr müsst mit OceanJet fahren. Ja. OceanJet will kein Mensch fahren. Da fahren nur die ganzen Bonzen hier, die ganzen Touristen mit, weil die kosten 800. ist viel zu teuer. Dann geht es ja darum, wir haben aber ein Ticket schon bezahlt, das ist ja ein anderes Unternehmen. Ja, das müsst ihr dann muss man in die Stadt zurücklaufen, zu dem Büro. Heute ist Sonntag. Eigentlich haben die gar nicht offen. Ja, Pech. Zum Glück war da einer. Da waren aber Massen an Leuten, die wollten das Geld wieder haben. Die haben aber gar kein Geld. Müssen wir morgen wieder kommen oder nächste Woche. Ich verlasse das Land morgen. Den Scheiß mache ich. Ja, und was war dann noch? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann gesagt, ja, der Letzte, der jetzt noch Geld kriegt, ist der. Und dann ist Schluss. Dann habe ich den Kragen geplatzt. Das ist mir scheißegal. Ihr könnt nicht eine Fähre ausfallen lassen, das Geld kassieren, aber das Geld nicht zurückgeben. So läuft das nicht. Ja. Dann müsstet ihr eine riesen Menge an Leuten dort jetzt hinsetzen, die das Geld zurückzahlen, wenn ihr da wisst, dass die Fähren ausfallen. Und dann stand an der Tür dran, die Fähre wird voll gebucht. Und darunter steht ein Schild, am 19. fällt sie aus und am 20. aus. Auch. Und dann ich, wieso denn? Ja, irgendwie die Fähre ist destroyed. Das wissen wir noch dann wussten sie das auch schon am ja. 18., dass sie destroyed war. Dann war sie da nämlich auch aus dem Grund kaputt. So, dann fahren wir jetzt, dann müsste Ute zur gleichen Zeit zum anderen, weil wir müssen ja versuchen, dann dieses Ersatzboot zu kriegen. Weil alle anderen jetzt natürlich auch irgendwie für den nach Cebu wollen. 3,5-fachen Preis. Weil es ist Wochenende. Die ganzen Leute wollen nach Hause. Teilweise, das ist eine Autofähre mit ihren Motorrädern. Das geht aber nicht auf diesem Ding. Nee. Keine Ahnung, wie die jetzt nach Hause kommen. Scheiß drauf. Aber ich meine, sowas könnte ja mal passieren, wenn das organisiert wäre. Das ist aber von vornherein klar gewesen. Ja. Dann ist versucht Ute das zu buchen. Wir zahlen 800 Tacken. Pro Person. Pro Person. Das Statt ist, 370. Das ist wirklich, das ist unglaublich. Dann sind wir schon wahnsinnig viel Geld los heute. Und das reicht aber nicht aus. Nein, das reicht nicht aus. Wir kommen an, wir müssen jetzt nochmal extra Gepäckgebühr zahlen. Noch zusätzlich, weil das reicht nicht aus. 800 Weil es ist nicht im Preis mit drin. Ich meine, ich kaufe ein Fährticket. Was soll denn da, das Gepäck ist extra oder wie? Was ist das und der für Hafen Schwachsinn? kostet nebenbei auch nochmal was, aber das kennen wir nicht, wir kriegen schon. Wir wollen unsere Box wegschicken. Wir haben auch einen Zettel ausgefüllt. Es war ganz kurz jemand da. Jetzt sagt man, die schlafen alle. Wir sind gerade nicht so sicher, ob das hier so gut funktionieren wird. Ich meine, wir haben gefragt, ob wir hier sein sollen zwischen 8 und 18 Uhr. Die Leute hier hinten wissen nicht, was sie sagen sollen. Drin wird geschlafen. Wir sind gerade sehr unsicher, ob das wirklich ein Paketversender ist. Weil wir müssen wissen, ob die Box so in Ordnung ist, ob der Zettel richtig ausgefüllt ist. Ja, keine Ahnung. Alle sind schlafen gegangen. 2 Minuten nachdem wir hier waren. Ich bin ein bisschen sprachlos. Ja. Und der hat Geburtstag. Gut, wir haben jetzt unser Gepäck abgegeben bei Jens und fahren jetzt in die Stadt, weil wir kommen im 11. April wieder in einem Monat und können unser Gepäck aufholen und haben ganz, ganz viele tolle Tipps gekriegt. Das ist toll. Das ist sehr gut. Das ist mal netter. Die Verkäufer ständig weg. Hat versteckt da. Da reingerannt. Will mich keiner bedienen.
Wir haben gerade die heilige Merkel entdeckt. Die heilige Merkel, auf die Füße. Die heilige Merkel. Die Merkel ist hier. Die heilige Merkel.